Am 15. April 1961 fielen Bomben auf die 3 kubanischen Flugplätze San Antonio de los Baños, Havanna und Santiago de Cuba. Das mit amerikanischen B-26 durchgeführte Bombardement war der Beginn einer außenpolitischen Katastrophe der Regierung Kennedy, die den US-Präsidenten dazu brachte, blanke Lügen in die Welt zu setzen und zu einem Lehrstück für das wurde, was man heute unter dem Begriff des Gruppendenkens zusammenfasst. Die Vereinigten Staaten waren wenig begeistert, als die sogenannte Bewegung des 26. Juli die Macht in Kuba übernahm und begann, den Einfluss mächtiger Kapitaleigner einzuschränken. Während man noch bereit gewesen war, den Sturz des korrupten Diktators Batista nach mehr als 5-jährigem Kampf 1958 hinzunehmen, war mit der Enteignung von amerikanischen Großgrundbesitzern 1959 eine Grenze überschritten, die zunächst zu wirtschaftlichen Sanktionen, nach der Verstaatlichung von Erdölkonzernen, die sich geweigert hatten, sowjetisches Öl zu raffinieren, auch zu militärischen Schritten führte. Noch unter Präsident Eisenhower wurden daher Pläne für eine Invasion geschmiedet, die eine Absetzung der sich immer mehr an der UdSSR orientierenden Revolutionsregierung zum Ziel hatten. Der ursprüngliche Plan der Eisenhower-Administration sah eine direkte militärische Intervention der USA vor. Nach Kennedys Wahlsieg 1960 und dem Machtwechsel von den Republikanern zu den Demokraten wurden auch die Invasionspläne übergeben. Der neue Präsident hatte nun ein Problem. Würde er den harten Kurs gegen Castros Schergen nicht fortsetzen, stünde er als Kommunistenfreund da. Sollte er die Pläne jedoch realisieren, riskierte er massive Probleme mit der Sowjetunion. Beide Alternativen waren alles andere als attraktiv. Also entwickelte der Beraterstab Kennedys ein Kompromisspapier, das vorsah, die Konterrevolutionäre logistisch zu unterstützen, sich aber erst dann mit der Macht des US-Militärs voll zu engagieren, wenn es gelungen wäre, einen Brückenkopf und damit eine Regierung auf der Insel zu etablieren. Diese würde dann von den USA anerkannt werden und um Hilfe bitten. Anfang 1961 konkretisierten sich die Pläne zunehmend. Präsident und Berater kamen mehrfach zusammen. Im März 1961 traf Kennedy dann die Entscheidung für die Umsetzung des Plans. Wie diese Entscheidung zustande kam, ist ein Lehrstück für Gruppendenken und eine Warnung für alle, die an die Macht des Teams glauben. Sicherlich erinnern Sie sich aus dem Geschichtsunterricht an diese extrem unrühmliche Episode der US-Außenpolitik. Die Sache ging dermaßen schief, dass Kennedy öffentlich die Frage stellte: Wie konnte ich nur so dumm sein? Doch bevor wir zu den eigentlichen Ereignissen zwischen dem 15. und 19. April und den Folgen kommen, gehen wir die Sache chronologisch an. Kennedy war also frisch im Amt und hatte damit sowohl den Ärger mit dem sozialistischen Kuba als auch den Invasionsplan an der Backe. Auch wenn ich wenig von der Glorifizierung Kennedys als Lichtfigur halte, schon weil er zum Beispiel bei den Bürgerrechten für Schwarze überhaupt keine Schritte unternahm. So muss man ihm zugestehen, dass er einen der brillantesten Beraterstäbe der US-Geschichte um sich scharte und dabei auch auf Mitarbeiter seines politischen Kontrahenten und Vorgängers zurückgriff. Sowohl der CIA-Chef als auch die in den Entscheidungsprozessen involvierten Militärs waren alle unter Eisenhower zu Amt und Ehren gekommen. Hinzu kamen etliche Harvard-Professoren und Experten mit vorzüglicher außenpolitischer Erfahrung. Dieser Stab traf sich von Januar bis April 1961 mehrfach, um die Invasionspläne zu besprechen. In seinem 1982 erschienenen Buch Group Thinking listet Irvin L. Janis 6 Grundannahmen auf, die von Präsident und Beratern geteilt wurden. Annahme 1. Niemand wird glauben, dass die USA hinter der Invasion stehen. Annahme 2. Die kubanische Luftwaffe ist so schwach, dass man sie mit einem Erstschlag einfach ausschalten kann. Annahme 3. Die 1400 Mann starke Truppe aus Exilkubanern ist gewillt und fähig, die Invasion ohne US-Truppen zu stemmen. Annahme 4. Die kubanische Armee ist so schwach, dass die Invasoren leicht einen Brückenkopf werden errichten können. Annahme 5. Die Invasionsarmee wird auf breite Unterstützung treffen. Annahme 6.
Sollte etwas schiefgehen, können sich die Angreifer leicht mit den in den Bergen agierenden Anti-Castro-Guerilleros vereinen. Betrachtet man diese Prämissen, könnte man glauben, dass Putin besser einen Blick in das Buch Jannis geworfen hätte, um so tausendfachen Mord und die furchtbaren Verheerungen der Ukraine im Zuge seines verbrecherischen Angriffskrieges zu vermeiden. Doch zurück ins Jahr 1961 und, viel wichtiger, zu der Frage, ob die Kennedy-Regierung Grund hatte, dass zumindest ein Großteil der dargestellten Punkte wirklich zutraf. Denn natürlich ist es leicht, nach dem Desaster die Gründe zu erkennen, doch wäre dies auch im März 61 möglich gewesen? Hatte JFK also eine faire Chance zu erkennen, dass nichts von dem Vorgenannten auch nur annähernd zutraf? Die simple Antwort lautet ja. Ja, denn dass ein Expeditionskorps aus 1400 Exilkubanern, die keinem militärischen Disziplinen unterstanden, die Geschichte von der geplanten Invasion und ihr Training beim US-Militär geheim halten würden, war schrecklich naiv. Vielmehr gaben die Möchtegern-Befreier in den Bars von Miami mit ihren hervorragenden Beziehungen zur Armee und Navy an. Letztlich gab es sogar Zeitungsartikel zum US-Trainingslager in Guatemala. Ja, denn die für den Luftschlag genutzten B-26-Bomber waren Restbestände aus dem Zweiten Weltkrieg, langsam und, nach dem ersten Angriff, ein leichtes Ziel für die mit Düsenjägern ausgestattete kubanische Luftwaffe. Mehr als die Hälfte der eingesetzten Bomber wurden abgeschossen, und das hätte nicht einmal einen militärischen Laien überraschen sollen. Ja, denn die CIA hatte die Exilkubaner trotz anderweitiger Entscheidungen aus Washington weiterhin im Glauben gelassen, dass ihre Aktion mit aktiver Unterstützung der US-Marines umgesetzt würde und sie lediglich einen kleinen Teil einer weit größeren Operation mit vielen anderen Gruppen seien. Hinzu kam, dass die Invasionstruppe in sich zerstritten war. Demokratisch gesinnte Kämpfer wurden Offizieren aus Batistas Regime unterstellt. Man kann sich also vorstellen, wie die Stimmung war. Ja, denn von einer schwachen kubanischen Armee konnte keine Rede sein. Sowohl das US-Außenministerium als auch der britische Geheimdienst hatten gemeldet, dass die Armee für damalige Verhältnisse sehr gut ausgerüstet war. Kaum waren die Exilkubaner gelandet, brach ein Artilleriefeuer los, das den Strand in kürzester Zeit in eine tödliche Falle verwandelte. Ja, denn schon ein Blick auf die Karte hätte gereicht, um zu erkennen, dass selbst wenn sich die innerkubanische Opposition hätte anschließen wollen, sie kaum eine Chance dazu gehabt hätte. Die Schweinebucht gehörte zu einer der wenigen besiedelten Regionen der Insel. Also fand der Angriff praktisch unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Zwar gab es eine innerkubanische Opposition, doch war diese schwach und schlecht ausgerüstet. Was auch erklärt, warum die 6. Annahme haarsträubend war. Wie sollte man sich mit einer Mini-Armee von 1400 Mann in die Berge kämpfen? Die liegen ca. 100 Kilometer Luftlinie vom Landeplatz entfernt und dazwischen liegt Sumpfland. Man kann es drehen und wenden, wie man will. Auch mit dem 1961 vorhandenen Wissen war die Idee einer Befreiung Kubas in der geplanten Form vollkommen idiotisch. Und das zeigte sich bereits am ersten Tag der Invasion. Nachdem der Luftschlag gescheitert war, schickte man die Exilkubaner in Landungsbooten aus. Diese wurden, wie erwähnt, sofort unter Beschuss genommen. Zeitgleich mit den ersten Luftschlägen hatte die kubanische Polizei jeden verhaftet, der auch nur im entferntesten nach Opposition roch. Allein in Havanna wurden so auf einen Schlag fast 200.000 Menschen auf Verdacht festgesetzt. 200.000! Will man eine solche Masse an Menschen verhaften, muss man eine ganze Menge an Informationen und Manpower zur Verfügung haben. Schwach waren die Sozialisten also ganz offensichtlich nicht. Zudem war diese Opposition komplett überrascht. Da die CIA primär Batista-Anhänger unterstützte, die demokratisch linke Opposition aber als Gefahr sah, gab es keinerlei Interaktion zwischen den Gruppen. Selbst wenn die Invasoren es also irgendwie durch mehr als 100 Kilometer Sumpfland in die Berge geschafft hätten, wären sie dort auf überrumpelte Guerilleros getroffen. Das einzig Überraschende am Scheitern der Schweinebucht-Invasion war die Tatsache, dass von 1400 Angreifern 1113 überlebten und so von Kennedy 8 Monate später im Tausch gegen 500 Traktoren ausgelöst werden konnten. Wie konnte ein Haufen anerkannt kluger Menschen mit hervorragenden militärischen und politischen Kenntnissen eine Entscheidung treffen, die so offensichtlich falsch war? Ja, eine Entscheidung, die praktisch direkt zur Stationierung sowjetischer Raketen und damit beinahe in den Weltkrieg führte.
Im Nachgang analysierte der aktiv beteiligte Harvard-Professor und Präsidentenberater Arthur Meyer Schlesinger Jr. die Gründe für die von ihm und den anderen getroffenen krassen Fehleinschätzungen. Er führte zum einen politischen Druck seitens der CIA an. Man stünde praktisch als Vaterlandsverräter da, würde man die Ausbreitung des Kommunismus nicht aktiv bekämpfen. Die Unerfahrenheit der Regierung, die sich einem noch vom Vorgänger geprägten Apparat ausgesetzt sah. Die hohe Geheimhaltungsstufe des Vorhabens, was die Beteiligung weiterer Experten verhinderte. Und die gruppeninterne Sorge davor, bei kritischen Anmerkungen lediglich das dringend gebotene rasche Vorankommen zu behindern. Es ehrt Schlesinger, dass er in allen Punkten eigenes Versagen eingeräumt hat. Doch, wie Jannis ausführt, scheinen einige der vorgebrachten Punkte wenig überzeugend. Denn die CIA ist dem Präsidenten nicht der Präsident der CIA verpflichtet. Gleiches gilt für den Verwaltungsapparat. Zudem saß im Raum die Crème de la Crème der amerikanischen Intellektuellen und Sachexperten, sowohl militärisch als auch politisch gebildet und erfahren. Gestandene Männer, die in anderen Zusammenhängen kein Blatt vor den Mund nahmen. Jannis merkt in seiner Analyse zu Recht an, dass die von Schlesinger vorgebrachten Punkte bei einer hektischen Entscheidung unter Zeitdruck sicherlich ausreichend gewesen wären. Nur hatte man ja im Grundsatz Zeit und traf sich über Monate hinweg immer wieder. Wenn äußere Faktoren aber keine hinlängliche Erklärung liefern, können es nur in der Gruppe selbst manifestierte Gründe sein, die zu den Fehleinschätzungen führten. Und das führt uns wiederum direkt zum Phänomen des Gruppendenkens. Nach Jannis ist Gruppendenken durch 4 Eigenschaften gekennzeichnet. Illusion der eigenen Unverwundbarkeit. Einstimmigkeitsillusion. Unterdrückung eigener Zweifel. Eigenzensur. Fügsamkeit durch Höflichkeit. Das Tabu, neue Mitglieder zu kritisieren. Alle aufgeführten Faktoren sind sozialer Natur und basieren im Wesentlichen darauf, dass Verantwortung delegiert, Harmonie und Gruppenzusammenhalt höher priorisiert werden als Produktivität und Zielorientierung. Es ist schon richtig, wenn man davon ausgeht, dass Einigkeit stark machen kann. Sie kann aber eben auch blind machen. Aus dem Gefühl heraus, Teil einer Bewegung zu sein, wird beim Gruppendenken Kritik ausgeblendet. Dahinterliegende Mechanismen sind nicht repressiv, das heißt, sie beruhen nicht auf der Unterdrückung durch Dritte, sondern inhärent, also in der Gruppe selbst liegend. Die Überschrift lautet: Wenn alle dafür sind, muss es richtig sein, und weil es richtig ist, kann ich nicht dagegen sein. So kommt es zu Entscheidungen, die für außenstehende Dritte nicht nachvollziehbar sind. Im Extremfall kann dies sogar zu Situationen führen, in denen jeder Einzelne für sich massive Bedenken gegen den eingeschlagenen Kurs hat und dennoch alle genau diese Entscheidung mit Enthusiasmus unterstützen. Man ist ein starkes Team, also ist man unschlagbar. Stärke resultiert aus Einigkeit, ergo stimmt man zu, um Einstimmigkeit zu erzielen, unterdrückt damit die eigenen Zweifel, zensiert sich selbst, will auch nicht widersprechen, weil alle so nett sind, und hütet sich, die Harmonie dadurch zu stören, dass man Leute, die zum inneren Kreis stoßen, kritisiert. Kurz, man blendet sich selbst und alle kritischen Gedanken unbewusst aus. Diese Mechanismen führten nicht nur zur Invasion in der Schweinebucht. Sie waren auch dafür verantwortlich, dass der deutsche Generalstab nach der Kriegserklärung Russlands den Schlieffenplan umsetzte und nach Westen marschierte, während Hindenburg in Ostpreußen zurückweichen musste. Er führte zu der verhängnisvollen Entscheidung, die Challenger 1986 starten zu lassen, und war maßgeblich für das, was wir während der Corona-Pandemie als Querdenker-Szene kennenlernten, in der radikale demokratiefeindliche Kräfte es teilweise schafften, Bürger zu vereinnahmen, die, ob nun zu Recht oder Unrecht, hinsichtlich der verhängten Einschränkungen, wie zum Beispiel das abendliche Ausgehverbot in Bayern, verfassungsrechtliche Bedenken hatten. Um solche Effekte zu vermeiden, ist es nicht ausreichend, an die Kritikfreude der Gruppenmitglieder zu appellieren. Ein solcher Appell hätte 1961 nur dazu geführt, dass Berater und Präsident sich noch mehr an die eingeschlagene Richtung geklammert hätten. Hier müssen andere Strategien sowohl durch die jeweilige Führung als auch das Team selbst implementiert und umgesetzt werden. So ist es Aufgabe der Führung, ein Bewusstsein für das Phänomen des Gruppendenkens zu schaffen. Führungspersonen müssen sich bei Entscheidungen bewusst neutral verhalten und offene Diskussionen mit unterschiedlichen Meinungen ermutigen. Die Führungsperson muss
die Äußerung von Zweifeln und Gegenargumenten unterstützen und selbst für Kritik empfänglich sein. Zur Unterstützung von Machbarkeiten kann die Auftrennung in Gruppen, in unabhängige Teilgruppen nützlich sein, um verschiedene Perspektiven zu erhalten. Bei wichtigen Entscheidungen sollten externe Fachleute zur Beratung herzugezogen werden. Auch kann es nützlich sein, zeitlich begrenzte Zusammensetzungen von Teams anzustreben, also Wechsel, die bei jedem größeren Projekt vonstatten gehen. Auf Seiten der Teammitglieder gilt, dass bei Entscheidungen eine anerkannt starke Person den Advocatus Diaboli spielen sollte, also widersprechen. Beobachtung von Wettbewerbern und Benchmarking mit anderen Marktteilnehmern kann durchaus hilfreich sein und nach einer vorläufig getroffenen Entscheidung sollten nochmals alle Gegenargumente zusammengestellt werden, um die Entscheidung daraufhin überprüfen zu können. Wenn Sie also das Gefühl haben, dass Sie und Ihr Team ein wenig zu einmütig in eine Richtung gehen, sollten Sie sich immer der Gefahr bewusst sein, dass Sie sich unter Umständen in einer Situation von Gruppendenken befinden. Die fortlaufende Ermutigung zum Widerspruch, das Stellen kritischer Fragen und der Review von Entscheidungen sind insofern essentiell, soll eine als großartig empfundene Teamarbeit nicht in einer unternehmerischen Schweinebucht enden. Sprechen Sie mich gerne an, wenn Sie mehr erfahren wollen. Ich freue mich. Bis zur nächsten Ausgabe von 2 Cents wünsche ich Ihnen alles Gute, viel Erfolg und Wachsamkeit. Vergessen Sie nicht, ein Like dazulassen. Kommentieren Sie gerne und wenn Sie möchten, abonnieren Sie diesen Kanal. Servus, tschüss und auf Wiedersehen.